Wir bohren hier im Moment einen Brunnenschacht für unsere Windradpumpe. Der Brunnenschacht soll hier an dieser Stelle so circa 7-8 Meter tief werden. Da müssten wir hier eigentlich locker im Grundwasser sein. Wir haben im Vorfeld irgendwie lange überlegt, wie bohren wir diesen Brunnenschacht, der so circa 200 bis 300 mm Durchmesser haben sollte. Und so haben wir im Laufe dieser Überlegungen sind wir zu den ganz alten Methoden wieder zurückgegangen. Ja, ist ja egal. Weiter. Ja. Okay, ja, gut. Ja, weiter. Hier reicht ein bisschen zurück. Also wie man früher auch schon Brunnen bohrte mit einfachsten Mitteln, halt mit Menschenkraft oder alternativ Ochse und Esel an der Spindel, dass wir Stück für Stück uns in die Erde bohren, immer wieder den Aushub hochholen und so immer weiter ins Erdreich vordringen. In den Brunnenschacht wird dann ein Rohr versenkt, das lediglich eine Schutzfunktion hat, dass der Brunnenschacht nicht wieder zusammenfällt. Dieses Rohr ist unten ein bisschen perforiert, dass Wasser eindringen kann und so weiter. In dem Schachtrohr wird später nochmal ein weiteres Rohr eingeführt, in dem die eigentliche Pumpe arbeitet. Im Moment sind also alle Mitarbeiter und Teilnehmer der Maßnahme, Mitarbeiter der Metallwerkstatt hier zu Werke. Und wie man auch sieht, das sind wirklich sehr, sehr einfache Materialien. Das hatten wir alles irgendwie auf dem Hof liegen. Vor dem Hintergrund, dass falls jemand diese Idee mal wieder aufgreifen will oder so, wird er das, wo auch immer auf der Welt er sich befindet, irgendwie relativ simpel nachbauen können. Ja, auch immer vor dem Hintergrund, das Ganze möglichst simpel zu halten. Wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir uns überlegt haben, ja Mensch, vielleicht können wir uns was überlegen, dass auch andere oder mit einfachen Mitteln einfach nachempfinden können, wie wir einen Brunnenschacht bohren. Dass letztendlich immer die Beschaffenheit des Bodens der Knackpunkt ist, irgendwie, ist außer Frage. Und da haben wir uns diese Technik halt überlegt, wie sie früher quasi auch schon Brunnen gebohrt haben. Einfach eine Bohrspindel genommen, ein langes Rohr ran und ein Gestell konstruiert, um unseren Bohrer immer hoch und runter zu lassen, um den Bodenaushub rauszuholen. Wollen wir ihn nachsetzen? Ja. Wo ist das Kantholz hier? Oder Rohr? Vorsicht, Vorsicht. Hier, da. Wo ist das? Da. Da steht das Kantholz. Geht mal durch. Hier. Andere. So, ganz aufmachen. Okay. Finger weg. Finger. Ist er genau? Ja, mach mal weiter. Weiter, weiter. Schon ja. 10 cm, 10 cm. Mal eben mit den Leiter da oben hoch.